Du wolltest schon immer wissen, was ein Studium im Maschinenbau ausmacht, dann bleib dran. Welche klassischen Aufgaben hat eigentlich ein Ingenieur, eine Ingenieurin im Maschinenbau? Hier werden Maschinen gebaut, Maschinen müssen konstruiert werden. Für die Konstruktion muss ein Werkstoff ausgesucht werden, für die Konstruktion oder für die Fertigung der Maschine muss auch das Fertigungsverfahren ausgewählt werden. Klassisches Beispiel ist eine Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine wird konstruiert. Das ist der Maschinenbau und die Kaffeeherstellung ist die Verfahrenstechnik. Der Maschinenbauingenieur, die Ingenieurin, die muss sich halt überlegen, was soll am Ende rauskommen und daraus leitet sich ab, was eben zu tun ist. Wie hoch ist der Anteil an Praxis und Theorie im Studium? Also wir haben alle wesentlichen Fächer in unseren Studiengängen mit Praktika hinterlegt. Wir sind ja hier im Bereich Fertigungstechnik. Es gibt ein großes Praktikum Fertigungstechnik in 2 Teilen. Wir haben aber auch Grundlagenfächer wie zum Beispiel Informatik mit einem Praktikum belegt, sodass also die Studierenden sehr viel selber machen sollen und auch ertüchtigt werden, die Dinge selber umzusetzen, weil einfach da auch der Lernerfolg am höchsten ist, wenn die Studierenden selber die Hände an die Dinge bekommen, hands-on sozusagen. Aber wird ein zukünftiger Ingenieur das alles wirklich im Arbeitsalltag brauchen oder was für Kompetenzen nimmt man da mit? Na, das sind unterschiedliche Kompetenzen, die hier erlernt werden. Das eine ist das fertigungsgerechte Konstruieren, dass man das Bewusstsein dafür bekommt, dass man das Fertigungsverfahren mit berücksichtigt in seiner Konstruktion. Und das andere Spezielle ist, dass wir die Studierenden an die Gießerei ranbringen. Die Gießereibranche in Deutschland ist eine von den großen Branchen, die immer einen Bedarf hat an Ingenieuren, auch an Maschinenbauingenieurinnen und Ingenieuren. Und wenn da so ein bisschen Grundverständnis vorhanden ist, dann ist das immer ein super Jobstart für später. Die werden uns quasi aus der Hand gerissen, die Personen, die hier fertig werden. Von daher ist das für alle Seiten eine sehr positive Sache. Ich sitze hier mit Kybra Bilgay, die studiert im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Wie hast du das Studium wahrgenommen? Wie ist es für dich aufgebaut? Also das Besondere am Studiengang ist, dass das Technische mit dem Wirtschaftlichen vereint wird. Das heißt, man ist quasi die Schnittstelle zwischen den Ingenieuren und den BWLern in einem Unternehmen. Das klingt ja schon mal echt nach einem Beruf, wo man auch mit Praxiserfahrung weiterkommt. Wie sammelt ihr die hier im Studium? Das Gute ist, dass man bereits im Studium Praxiserfahrung sammeln kann, weil wir im 5. Semester das verpflichtende Praxissemester haben. Man kann es entweder im Unternehmen machen oder im Ausland. Das heißt, man kann selbst im Studium eigentlich auch irgendwo seine Richtung einschlagen. Und wie hast du das für dich persönlich gestaltet im Studium? Was war für dich besonders? Für mich war es wichtig, Praxiserfahrung im Studium zu sammeln. Deswegen habe ich mein verpflichtendes Praxissemester im Unternehmen gemacht. Ich habe dazu noch ein Auslandssemester gemacht. Wir haben ganz viele verschiedene Partnerhochschulen und ich habe mich für Südafrika-Kapstadt entschieden. Dann danke dir, Kybra. Jetzt schauen wir mal rüber in die Produktentwicklung und gehen ins Labor für 3D-Druck. Ich bin hier mit 2 studentischen Hilfskräften aus dem 3D-Drucklabor. Einmal Jannik van Dijk und Felix Brüninghaus. Magst du mir die Frage beantworten, wo liegt der Unterschied zwischen Produktentwicklung und Produktionstechnik? Also ich persönlich studiere Maschinenbau Produktentwicklung und wir sind hauptsächlich für die Konzeptionierung zuständig. Das bedeutet, wir kümmern uns ums Design, die Konstruktion, die Werkstoffwahl, die Anfertigung der technischen Zeichnungen. Und eben diese Zeichnungen geben wir dann weiter an die Produktionstechniker. Die kennen sich deutlich besser mit den ganzen Maschinen aus und sind dann dafür zuständig, diese Zeichnung eben in die Realität umzusetzen. Aber ein vollendetes Produkt ist dann eben nur durch die Zusammenarbeit der beiden verschiedenen Studiengänge realisierbar. Ja, spannend. Wie sieht denn dein Studienalltag aus, Jannik? Ja, mein Alltag sieht halt so aus, dass ich unter der Woche meine verschiedenen Vorlesungen in den verschiedenen Fächern habe. Gepaart an den Tagen sind auch meine Übungen zu den Fächern. Außerdem haben wir hier in den Räumlichkeiten unsere Praktika, wie zum Beispiel Design Rapid Prototyping, wo wir 3D-Druckmodelle erstellen, Konstruktionen erstellen und gerade in dem Bereich kommt halt unser Wissen jetzt als studentische Hilfskraft im Bereich 3D-Druck sehr zugute. Du hast ja schon vom Praxisbezug gesprochen. Wie ist es denn hier im Studium gestaltet? Also ich bin jetzt im 6. Semester, das heißt, ich habe schon echt viele praktische Arbeiten in meinem Studium gemacht, beispielsweise für Informatik, Maschinenelemente oder eben Design Rapid Prototyping, was tatsächlich hier im Labor stattfindet. Da wurde im letzten Jahr ganz viele Trinkflaschen angefertigt. Jeder Student durfte erst eine Skizze machen mit Bleistift auf Papier, dann diese Zeichnung eben im Computer 3D modellieren und diese Flaschen wurden dann hier bei uns in den Druckern für jeden Studenten gedruckt. In diesem Praxisbezug kann man natürlich auch in der Berufswelt dann viel anfangen. Weißt du denn zufällig schon, was du danach machen möchtest? Als Maschinenbau ist es ja so, dass wir allgemein sehr gut und sehr breit aufgestellt sind. Bei mir persönlich ist es jetzt so, dass mir das Zusammenspiel aus Ökonomie und Technik sehr viel Freude bereitet. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dann in die Richtung Projektmanagement oder Projektleitung gehen soll. Danke euch beiden für den Überblick über diese Studienbereiche.
Wenn ihr den Blick hinter die Kulissen hier im Fachbereich genauso spannend fandet wie ich, dann schaut euch mal auf unserer Webseite vorbei und schreibt euch für den technischen Studiengang am MV-Fachbereich ein.